beim Bräutigam. Wo bist du? Ich bin hier bei der Braut. Ich habe Stand. Hey, ich will heute das Radio Oddity PR-T2 testen. Der große Vorteil dieses brandneuen Funkgeräts ist die geringe Größe, auch im Vergleich zum Vorgänger PRT1. Denn ich weiß von meiner Freundin, dass das sehr wichtig ist, da sie sonst mitunter das Funkgerät nicht zusätzlich zum Smartphone mitnehmen will. Für mich haben Funkgeräte zu Smartphones eine Reihe von Vorteilen, etwa dass man immer mit seinen auch mehreren Gesprächspartnern verbunden ist. Das ist zum Beispiel nützlich bei Jobs wie Fotoshootings von Hochzeiten. Ich bin beim Bräutigam. Wo bist du? Ich bin hier bei der Braut. Um sich mit Kollegen abzustimmen, wer was gerade fotografieren soll. Smartphones muss man zum Beispiel immer entsperren, um andere anzurufen, das kostet viel Zeit. Beziehungsweise bei Nachrichten weiß man nicht, ob der andere sie wirklich gelesen hat. Ein No-Go in stressigen Situationen, wenn man eine Kamera in der Hand hat und aufmerksam sein muss. Man braucht etwas Verlässliches. Auch bei Sportarten wie Wandern, Ich bin an der Kreuzung, ich warte auf dich. Skifahren, Ich bin schon unten, ich warte bei Sessellift auf dich. Klettern Ich habe Stand. und Radfahren, da man sich bei diesen Sportarten schnell aus den Augen verlieren kann oder gar keinen Handyempfang hat. Wenn meine Rezension für euch nützlich ist, lasst bitte gerne ein Like und ein Abo da. Ich komme jetzt zum Unboxing. Im Lieferumfang enthalten ist ein Handbuch, dann 2 Headsets, dann ein Y-USB-Kabel, um beide Geräte gleichzeitig laden zu können, die 2 Funkgeräte, 2 Akkus mit 1500 mAh, 2 Gürtelclips und 2 Schlüsselbänder. Was sind nun die Vorteile von diesem Funkgerät, vor allem im Vergleich zum Vorgängergerät? Der große Vorteil des PRT2, was aber auch für den Vorgänger gilt, ist das LCD-Display. Das heißt, man kann die Einstellungen über das Menü vornehmen und braucht nur in Ausnahmefällen die Software und das Programmierkabel. Wesentliche Funktionen, die man so einstellen kann, sind für mich die Vox-Funktion, das ist die Freisprecheinrichtung, und die Einstellung der sogenannten Unterkanäle. Die Freisprecheinrichtung kann zum Beispiel beim Klettersport nützlich sein, für die Kommunikation zwischen Vorsteiger und Nachsteiger. Ich komme jetzt. Mit Geräten, die den PMR 446 Standard erfüllen, kann man lizenzfrei funken. Man hat 16 öffentliche Frequenzen zur Verfügung. Das heißt, wenn man funkt, können alle mithören, beziehungsweise man hört auch andere Gespräche. Letzteres kann man vermeiden, indem man Unterkanäle verwendet. Dass man bei fremden Gesprächen mitlauschen kann, mag man als Nachteil empfinden, aber es macht es andererseits leichter, sich in einer Gruppe zu verständigen, weil man nur den richtigen Kanal einstellen muss. Bei PMR 446 ist die Reichweite eingeschränkt, Geräte können nur mit 0,5 Watt funken. Das ist auch nicht unbedingt ein Nachteil, da man dadurch andere Leute, die am gleichen Kanal funken, weniger stört, beziehungsweise umgekehrt weniger gestört wird. Natürlich will man immer möglichst weit funken können, aber durch den Standard sind dann eben Grenzen gesetzt. Ich habe mir auch das Programmierkabel bestellt, damit kann man zum Beispiel die Leistung einstellen. In den Bergen wäre es sinnvoll, mit höherer Leistung zu senden. Die Programmiersoftware kann man auf der Radio Oddity Seite herunterladen. Beim Installieren kann es sein, dass sich der Defender einschaltet, man kann die Software aber trotzdem installieren. Für die Kommunikation mit dem Walkie-Talkie müsst ihr es zuerst einschalten und dann das Kabel am Kopfhöreranschluss anschließen. Es leuchten dann alle Anzeigenelemente auf. Wenn ihr das Kabel am USB-Port ansteckt, wird ein USB-Serial-Adapter installiert. Ihr könnt den richtigen Port im Gerätemanager überprüfen. Ihr müsst den richtigen USB-Port in den Settings des Programms einstellen. Im Programm könnt ihr die Einstellungen auslesen. Bei mir war TX Power bei allen Kanälen auf Low gesetzt. Wenn ich wandern gehe, würde ich das auf High umstellen. Interessant für mich ist auch die Einstellung SQL, Squelch. Damit kann man einstellen, wie stark das Rauschen unterdrückt wird. Das heißt, öffnet man diese Rauschsperre, kann man noch weiter entfernte Unterhaltungen hören. Im Vergleich zum PRT1 muss man auf die Taschenlampenfunktion und das FM-Radio verzichten. Uns vergiften und dann kontrollieren. Was glaubst du, was in deiner Zahnpasta ist? Teletubbies-Scheiße? Dafür ist das Funkgerät deutlich kleiner. Das ist für mich der wesentliche Vorteil.
Eine deutliche Verbesserung gibt es beim Gürtelclip und dem Schlüsselband. Es gibt jetzt eine stabile Öse für das Schlüsselband direkt am Gerät, nicht mehr am Gürtelclip. Das heißt, man muss nicht mehr unbedingt den Gürtelclip montieren, um das Schlüsselband verwenden zu können. Der Gürtelclip stört mich ohnehin, wenn ich das Funkgerät in eine Tasche schieben will. Mir gefällt ebenfalls sehr gut, dass man die Lautstärke jetzt über das Menü einstellen kann. Der Drehregler beim PRT1 war sehr leichtgängig und schnell war die Lautstärke irrtümlich verstellt. Man konnte außerdem kaum erkennen, welche Lautstärke gerade eingestellt war. Ich komme jetzt zur Bewertung. Das Akku ist mit 1500 mAh wieder ausreichend dimensioniert. Damit sollte das Funkgerät auf jeden Fall einen Tag durchhalten. Ein größeres Akku würde das Funkgerät nur unnötig schwerer machen. Das Headset brauche ich zum Beispiel für Foto- und Videoshootings und niemanden zu stören. Ich finde es sehr gut, dass es schon dabei ist. Der Headset-Anschluss ist ein 1-Pin-Anschluss, das ist bei so kleinen Geräten durchaus üblich. Größere Geräte haben dann einen 2-Pin-Anschluss. Beim Schlüsselband ist sehr gut, dass man es jetzt direkt am Gerät anbringen kann und nicht mehr am Gürtelclip. Der Gürtelclip wird diesmal angeschraubt, aber ich werde ihn wahrscheinlich sowieso nicht verwenden. Der macht das Gerät ja nur sperriger. Das Laden über Micro-USB ist sehr praktisch für Reisen, aber für zu Hause und regelmäßiger Verwendung ist eine Ladeschale besser. Geräte mit beiden Möglichkeiten gibt es leider kaum und USB Type-C statt Micro-USB wäre auch besser gewesen. Was ist mein Fazit? Das Funkgerät kann man aufgrund der geringen Größe fast überall hin mitnehmen. Das ist sehr praktisch für berufliche Anwendungen und auch für Freizeit und Sport. Es sieht aufgrund der Größe und der Farbe ein bisschen aus wie ein Spielzeug, aber mir gefällt es sehr gut. Es erinnert ein bisschen an die Motorola Talkabout Funkgeräte. Meine Freundin ist ebenfalls begeistert, da sie das Vorgängermodell aufgrund der Größe nicht so gerne mitnehmen wollte, aber jetzt gibt es keine Ausrede mehr. Ich bin mit meinem Kauf bis jetzt absolut zufrieden, auch im Lieferumfang ist alles enthalten, was ich brauche. Wenn ich noch Probleme finde, werde ich das noch im Kommentarbereich erwähnen. Ich kann das Walkie-Talkie aber vor allem aufgrund der Verbesserungen zum Vorgänger, wegen dem günstigen Preis im Vergleich zu den Motorola-Geräten und nicht zuletzt aufgrund der kleinen Größe sehr empfehlen. Wenn ihr Anmerkungen, Fragen oder Kommentare habt, freut es mich, wenn ihr sie gerne im Kommentarbereich postet und ein Like und Abo dalässt. Bis nächstes Mal. Tschüss.